bisschen nach arme Leute aus, Entschuldigung. Wenn ich schon einen klaren Wert ABC trinke. So, nochmal. Jawohl. So, und 3, 2, 1, bitte. Hallo, ich bin Timo von Paulimod und im heutigen Video geht es um Spannzangenaufnahmen und um Spannzangen selber, verschiedenen Größen, verschiedenen Werkzeugaufnahmen. Viel Spaß dabei! Ich habe euch hier verschiedene Spannzangenaufnahmen mit verschiedenen Spannzangengrößen aufgestellt und ich möchte euch kurz im Detail erklären, was hier der Unterschied ist bzw. was ihr braucht. Das Wichtigste ist, dass ihr an eurer Maschine schaut, was habt ihr für eine Spannzangenaufnahme. Wir haben hier einen Morse-Kegel 1, Morse-Kegel 2, Morse-Kegel 3 und ein SK30 Aufnahmen. Anhand von dem könnt ihr wissen oder entscheiden, welche Spannzangenaufnahme mit welcher Größe ihr benutzen könnt. Je kleiner die Maschine, desto kleiner natürlich auch die Spannzangen bzw. die Spannzangenaufnahme. Je größer die Maschine, natürlich können dann auch größere Werkzeuge benutzt werden. Und das ist auch der zweite Punkt, was wichtig ist. Welche Werkzeuge mit welchem Schaftdurchmesser möchte ich benutzen? Und passt die Konstellation? Darauf gehen wir jetzt erstmal zum ersten, zu der ER11 Spannzange. Hier haben wir eine Spannzangenaufnahme ER11. Mit einem Morse-Kegel 1 mit Anzugsgewinde. ER11 heißt, dass die Spannzange selber 11 mm Durchmesser hat und damit können wir Schaftstärken von 1 mm bis 7 mm spannen. Wenn wir jetzt rübergehen, beispielsweise zu unserer ER32 Spannzangenaufnahme, dann sehen wir haben hier eine SK30 Aufnahme nach DIN 2080, haben hier den Konus, haben hier die Überwurfmutter und hier die Spannzange und wir können dort Spannzangen von 2 mm bis 20 mm einsetzen. Wie das jetzt in der Praxis aussieht, zeige ich euch hier wieder an dem Beispiel von der SK30 Spannzangenaufnahme ER32. Werkzeugaufnahme. Und hier der Konus. Hier ist die Spannzange selber, 32 mm. Für unser Beispiel, ich möchte jetzt einen Schaftfräser einspannen, habe ich eine 10 mm Spannzange rausgesucht. Diese Spannzange kommt hier in den Konus und je weiter ich die eindrücke, desto fester zieht sie sich zusammen. Das heißt, ich kann Durchmesser von 10 mm bis 9 mm spannen. 10 mm ist der Durchmesser im entlasteten Zustand und wir können das so weit reindrehen, dass wir bis auf 9 mm runterkommen und Werkzeuge mit bis zu 9 mm Durchmesser sicher spannen können. Um das zu spannen, braucht man natürlich die Überwurfmutter. Das ist das dritte Teil. Die Überwurfmutter innen drin hat einen Exzenter und es ist eigentlich ganz einfach, die einzusetzen. Wir setzen sie schräg an und drücken sie einfach gerade rein. Das Rausklicken geht genauso. Natürlich der Vorführeffekt, es geht nicht, weil es geht nicht in jeder Position. Aber wenn wir es drehen, geht es wie von selber. Das ist der Vorteil an dem Exzenter. Jetzt setzen wir die Spannzange mit der Überwurfmutter in die Spannzangenaufnahme. Ich drehe das nur lose fest, nehme den Fräser 10 mm. Jetzt habe ich es ein bisschen zu fest gedreht, setze ihn ein und jetzt kann ich ihn befestigen. Normalerweise wird es natürlich in der Maschine gemacht mit einem Hakenschlüssel, dass der richtig fest ist, aber hier zur Darstellung mache ich es natürlich nur mit der Hand. Was man jetzt auch ganz deutlich sieht, was die ER32 Spannzange ausmacht, ist, der Fräser wird flächig gespannt. Das hat natürlich zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn man eine horizontale Bearbeitung macht, wie beim Fräsen, ist der immer optimal befestigt. Zum Zweiten natürlich, wenn man Fertigteile reinsetzt oder Teile mit einer empfindlichen Oberfläche, hat man keine punktuelle Spannung, sondern hat eine flächige Spannung. Damit ist die Auflagefläche um einiges größer und natürlich die eventuellen Bearbeitungsspuren, die dadurch entstehen, sind geringer. Um euch das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich auch nochmal ein Bohrfutter vorbereitet.
Aus meiner Praxis heraus, bei uns im Fachgeschäft, verkaufen wir häufiger Spannzangen oder auch Bohrfutter. Und viele Leute sagen, für das, was ich mache, an Fräsarbeiten, reicht ein Bohrfutter. Nein, es funktioniert nicht. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ist bei einer Spannzangenaufnahme mit einer Spannzange eine flächige Verbindung dort. Das heißt, wenn ich eine horizontale Bearbeitung mache, dann ist der festgespannt unter allen Umständen. Natürlich kann ich mit einer Spannzange und mit einem Bohrer auch bohren theoretisch. Rein praktisch ist es viel zu umständlich, dafür nimmt man ein Bohrfutter. Bohrfutter kann man aber nicht fräsen. Warum ist das jetzt so? Ihr seht, ein Bohrfutter hat 3 bewegliche Backen. Und diese 3 beweglichen Backen haben nur diese 3 dünnen Kanten als Auflagefläche. Wenn ich jetzt den Bohrer einspanne und zudrehe, seht ihr, dass nur die 3 Flächen hier den Bohrer halten. Das ist also wunderbar, wenn man eine vertikale Bearbeitung macht. Das heißt, in das Werkstück bohrt, aber sobald man eine horizontale Bearbeitung macht und sich das Bohrfutter dreht, werden die ganzen Kräfte nur über die dünnen Flächen abgeleitet auf die beweglichen Backen, von da aus in das ganze System von dem Bohrfutter, das dafür nicht ausgelegt ist, sprich es würde brechen oder kaputt gehen. Und wenn man sagt, man macht ja nur Kleinigkeiten, vielleicht funktioniert es bei Kleinigkeiten, aber wenn es halt nicht mehr funktioniert, dann ist es erst in dem Moment, wenn es einen Knall macht. Wann passiert es, kann keiner vorausahnen. Darum, lasst es bitte sein, ihr macht nur das Zeug kaputt. Und für das Geld fürs zweite Bohrfutter hättet ihr auch gleich im Prinzip eine Spannzangenaufnahme mit Spannzange kaufen können. Also da bitte nicht am falschen Ende sparen, sonst zahlt man zweimal. So, und das war jetzt das Thema Spannzangen mit Spannzangenaufnahmen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben ER11, ER16, ER20, ER25 und ER32 Spannzangen mit Spannzangenaufnahmen mit verschiedenen Werkzeugaufnahmen. Die könnt ihr alle bei uns im Online-Shop oder auch im Fachgeschäft erwerben. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben oder auch vorbeikommen. Abgesehen von den Spannzangen und Spannzangenaufnahmen haben wir natürlich auch Bohrer im Sortiment, wohlgemerkt nur zum Bohren, nicht zum Fräsen. Einfach auch mal reinschauen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer informiert seid, wenn was Neues kommt und gleich die Ersten sind, die es sich anschauen können. Wie immer unter jedem Video, ganz klar, schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Vorstellungen, was wir für euch umsetzen sollen. Wir sind dankbar um euer Feedback und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Darum seht es als Aufforderung an, einfach mal eure Ideen unten reinzuschreiben. Sämtliche Produkte, die ihr seht, haben wir auch unten verlinkt. Und auf unserem Online-Shop, in unserem Fachgeschäft gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sehen. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!